Hi, I'm Beverley Watkins from South Africa. Hallo, ich heiße Beverley Watkins, ich komme aus Südafrika. Today we're going to talk about how altars create gates in the realm of the spirit. Und heute möchten wir über das Thema sprechen, wie Altäre ein Tor oder ein Portal bilden im Geist. Now, we know altars are places of sacrifice and worship. Wir wissen, dass Altäre ein Ort sind, wo Opfer dargebracht werden und Anbetung stattfindet. And that worship and sacrifice is always to a god, and that can be a demon god or the living God. Und Anbetung und Opfer werden dargebracht, entweder dem lebendigen Gott oder einem dämonischen Gott. Now, it's very interesting that when we bring our worship and our sacrifice at these altars, Und es ist sehr interessant, wenn wir unsere Opfer und unsere Anbetung darbringen an einem solchen Altar, it brings a reaction from the realm of the spirit. dann geschieht eine Reaktion vom Bereich des Geistes. We've seen in Genesis 8 In 1. Mose 8 haben wir gesehen, that when Noah brings his sacrifice, God responds. als Noah seine Opfer dargebracht hat, hat Gott reagiert. But how does that really happen, and what really goes on? Aber wie geschieht das? Was passiert da? Because I think that stuff's interesting and things we need to know. Ich glaube, das ist sehr interessant und wir sollten das wissen. Because let's go back and have a look at Abraham. Und wir gehen noch einmal zurück und schauen auf Abraham. I want to show you in Genesis chapter 12. Also nicht in Abraham, sondern im ersten Buch Mose, also im ersten Buch Mose, Kapitel 12. I'm going to just read briefly from verse 7. Werde ich ganz kurz den Vers 7 lesen. And God is saying to Abraham, Then the Lord appeared to Abraham and said, To your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Now, it's very interesting Und es ist sehr interessant, that Abraham has just left his father's house. Abraham hat gerade das Haus seines Vaters verlassen. He started the journey in obedience to God. Und er war auf dieser Reise im Gehorsam gegenüber Gott. And I think that obedience to God Und ich glaube, dass dieser Gehorsam zu Gott is worship. Anbetung ist. And God then comes and speaks to him. Und dann kommt Gott und fängt an, mit ihm zu reden. And he says, I'm going to give this land to you and your descendants. Und er sagt, ich werde dir und deinen Nachkommen dieses Land geben. And when Abraham hears that, Und als Abraham das gehört hat, he builds an altar. baute er einen Altar. Because Abraham understands Denn Abraham hat verstanden, where God speaks to us, da wo Gott zu uns spricht, something opens up in the realm of the spirit. da eröffnet sich etwas im geistlichen Bereich, Almost like a portal, quasi wie ein Tor oder ein Portal, where we can have interaction with God. wo wir praktisch Interaktion haben können mit Gott. So he builds an altar there. Und er hat dort einen Altar gebaut. Because Abraham is familiar with altars. Denn Abraham war gewohnt an Altäre. He just come from Ur of the Chaldees. Er kam aus Ur in Chaldea. They worship all kinds of gods there. Und dort haben sie alle Arten von Göttern Many different angebetet. altars and temples. Viele verschiedene Tempel und Altäre gab es dort. And so Abraham realizes Und Abraham hat erkannt, the God I'm serving now, the living God, der Gott, dem ich jetzt diene, der lebendige Gott, he just spoke to me. er hat zu mir I'm going gesprochen. to establish an altar Und ich werde einen Altar bauen. so that for all time people will know the living God speaks here. Denn damit zu allen Zeiten die Menschen wissen, hier spricht der lebendige Gott. And then it says in verse 8, And he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Und dann lesen wir weiter in Vers 8. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten, und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. So I want you to see he builds an altar. Er hat also einen Altar gebaut. And we know that means he's worshipping and sacrificing at that altar. Und wir wissen, das bedeutet, dass er dort anbetet und dass er dort Opfer darbringt, diesem Gott. Because that's what we do. That's what people do at an altar. Denn das machen die Menschen an Altären. And he's calling on the name of the Lord. Und er rief den Namen des Herrn an. Because Abraham understands Denn Abraham versteht, that at altars an Altäre you can engage with the God of the altar. kann man in Verbindung kommen mit dem Gott dieses Altars. Now I want you to see something very exciting. Und ich möchte, dass ihr etwas sehr Begeisterndes erkennt. Because here Moses does this in Genesis 12.
Hier macht Abraham, yeah. macht Abraham das in 1. Mose 12. But if we skip over now to Genesis 28, Aber wenn wir jetzt weitergehen zu 1. Mose Kapitel 28, we're now with Abraham's grandchild Jacob. da haben wir jetzt das Enkelkind von Abraham, Jakob. And Jacob comes into the place where that altar had been. Und Jakob kommt zu diesem Ort, wo dieser Altar, den Abraham gemacht hat, eingerichtet war. And he did not know that this was a place where his grandfather had built an altar. Und er wusste nicht, dass das der Ort war, wo sein Großvater einen Altar aufgebaut hat. And he puts his head down on a stone Und er hat sein Haupt auf einen Stein gelegt and he goes to sleep. und er schläft dabei ein. And let's see what happens. Und wir wollen sehen, was da passiert. An angel speaks to him. Was? I'll just say, an angel, I'm not going to read the whole scripture. Okay. An angel speaks Also to ein him. Engel spricht zu ihm. And in verse 16 it says, Und in Vers 16 heißt es da, Then Jacob awoke from his sleep and said, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, Surely the Lord is in this place and I did not know it. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. And he was afraid and said, Und er fürchtete sich und sagte, How awesome is this place? This is none other than the house of God and this is the gate of heaven. wie furchtbar ist diese Stätte, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte oder das Tor oder das Portal des Himmels. And he says that Und er sagte das, because in his dream denn in seinem Traum he had a vision of a ladder hatte er einen Traum von einer Leiter. with angels ascending and descending. Und Engel stiegen auf an dieser Leiter und kamen herab. And Jacob realizes, Und Jakob erkannte, I just went to sleep in this place. ich bin einfach nur eingeschlafen hier. But actually the stone that I put my head on Aber der Stein, auf den ich meinen Kopf gelegt had habe, been part of an altar war ein Teil eines that had Altars. been established 2 generations ago. Und dieser Altar wurde 2 Generationen vorher dort errichtet. And that altar had opened a portal, Und dieser Altar hat ein Portal eröffnet, a place that you could go through into the realm of the spirit. einen Ort, wo man praktisch hindurchgehen konnte in den geistlichen A Bereich. place where angels could go into heaven and come out of heaven into earth. Ein Ort, wo die Engel aufsteigen konnten in den Himmel oder vom Himmel herabsteigen konnten auf die Erde. And this makes him say, this is the gate of Zion. Und deshalb hat er ausgerufen, das ist das Tor, die Pforte zum Himmel, die Pforte Zions. And then he builds an altar there Und dann baute er wieder diesen Altar auf. because he realized there had already been an altar there. Denn er erkannte, da war schon einmal And he hadn't ein Altar. realized. Aber er hatte es nicht gewusst. But because there'd been an altar, Aber weil da schon ein Altar a war, gate had been established wurde ein Tor geöffnet, through which angels could come durch das Engel kommen konnten and angels could go back. und Engel wieder aufsteigen konnten. Because where altars are established, Denn da, wo Portale, wo Altäre gebaut worden sind, angels, können Engel, as well as demons, aber auch gefallene Engel, Dämonen, will be able to move through that in der gate. Lage sein, oder sie sind in der Lage, dort in den natürlichen Bereich und den übernatürlichen Bereich zu gehen.